Die Motor- und Getriebeüberholung einer MZ-TS 250-0. Jetzt wird es spannend. Wir wollen uns daran wagen, die beiden Motorgehäusehälften des vertikal geteilten Motorgehäuses voneinander zu trennen. Oder wie es manche auch formulieren, den Motor zu spalten. Dazu haben wir den Rumpfmotor auf die linke Gehäusehälfte möglichst großflächig aufgelegt und so unterfüttert, dass die nach unten lang herausschauenden Wellen genug Freiraum bekommen. Die rechte Gehäusehälfte liegt oben. Dort sehen wir, wie die Hälften mit insgesamt 16 Schrauben verbunden sind. Ich fertige mir zunächst eine Pappschablone an, wo ich die Schraubenpositionen ungefähr einzeichne. Nach dem Herausschrauben werden sie dort eingesteckt. Das hat mehrere Vorteile. Wäre dies die Erstzerlegung des Motors, dann ließe sich mit dieser Zuordnung erkennen, welche Schraubenlänge an welche Stelle gehört. Wir haben die Reparaturhandbücher studiert und wissen daher, dass es bei diesem Motor ohnehin nur 2 Schraubenlängen gibt, die längeren im Getriebebereich und die kürzeren im Kurbelwellenbereich des Gehäuses. Also wäre allein für diese Information hier die Schablone nicht nötig. Aber da dies nicht die Erstzerlegung des Motors ist, was wir schon an den Inbusschrauben erkennen können, im Original sind Schlitzschrauben verbaut, möchte ich wissen, ob der Vorbesitzer hier überall die korrekten Schraubenlängen verwendet hat. Außerdem sieht man bereits an beschädigten Schraubengewinden, welches Innengewinde womöglich im Gehäuse ein Problem haben könnte. Und wenn man wegen der Abkühlung des aufgeheizten Gehäuses beim hektischen Wiedereinbau die Schrauben aus der Pappschablone unter Zeitdruck heraus montieren muss, vergisst man keine so schnell. Denn es gibt schon einige versteckt sitzende Verbindungen, die man leicht übersehen kann, und dann zieht man die Gehäusehälften nicht gleichmäßig an, verspannt sie und wundert sich später über Undichtigkeiten oder gar Risse. Wenn wir die Gehäusebereiche in einen Kurbelwellenteil und einen Getriebeteil unterteilen, wie hier auf der Schablone gezeigt, dann sind innen im Kurbelwellenteil 8 kürzere Schrauben, von denen 3 durch die Gummistopfen verdeckt waren, die wir bereits im letzten Video entfernt hatten. Außen unter dem Auslasskanal über der großen Gehäusezentrierung sitzt noch eine Schraube, und unter dem Ansaugkanal hält eine Mutter auf einem kleinen Stehbolzen die Hälften zusammen. Das sind also 10 der 16 Verbindungen. Die anderen 6 längeren Schrauben sind in dem Gehäusebereich des Getriebes verbaut. 4 davon sind innen um die Abtriebswelle herum zu finden, wo das Ritzel montiert war. Die beiden letzten Schrauben sitzen außen unter diesem Gehäusebereich. Wenn wir sicher sind, alle 16 Schrauben entfernt zu haben, spannen wir die untere Gehäusehälfte fest, damit wir nachher von unten klopfen und hebeln können, um die Hälften voneinander zu trennen, ohne dass uns dabei der Motorblock vom Tisch hüpft. Es gibt nur wenige Stellen, an denen die linke Gehäusehälfte mit einem stabilen Gussansatz unter der rechten Hälfte hervorschaut. Hier können wir jeweils vorsichtig eine Schraubklemme ansetzen, um die untere Hälfte festzuhalten. Die Kühlrippen eignen sich nicht, da sie leicht abbrechen können. Hier sollte man außen an den Rippen auch nicht hebeln und klopfen, wenn überhaupt, dann eher ganz innen. Jetzt können wir uns daran machen, die rechte Motorgehäusehälfte auf 100 bis 120 Grad Celsius zu erwärmen, um sie von der linken Hälfte trennen zu können. Ich versuche das zuerst mit einer Heißluftpistole und will dabei die Gehäusetemperatur mit einem Infrarotthermometer messen. Wenn man das Aluminiumgehäuse als Ganzes oder im Wesentlichen um die Lagerstellen herum aufheizt, dehnt es sich schneller aus als die Außenringe der Lager. Damit löst sich deren Presssitz, sodass Gehäuse und Lager voneinander getrennt werden können. Soweit die Theorie. Aus welchem Grund auch immer dauert bei mir die Erwärmung des Gehäuses mit der Heißluftpistole viel zu lange. Und das Infrarotthermometer zeigt auch keine Werte über 70 Grad Celsius an.
Deshalb wechsle ich zum Lötbrenner, der auf jeden Fall genug Wärme einbringen sollte, auch auf die Gefahr hin, dass sich vielleicht Verschmutzungen oder Restöl auf der Gehäuseoberfläche durch die offene Flamme entzünden könnten. Ein Feuerlöscher steht ja für alle Fälle bereit und Oskar hat sich schon mal vorsichtshalber in sicherer Entfernung zur Beobachtung positioniert. Leider will der Lötbrenner zu Anfang nicht so, wie ich will. Er geht zwischendurch einfach aus oder er erzeugt Verpuffungen mit unkontrollierten Flammen. Das sieht alles schlimmer aus, als es ist. Irgendwann habe ich eine geeignete Gasdüsenöffnung gefunden und begriffen, dass man den Brenner möglichst nicht zu schräg halten sollte, wenn man diese Probleme vermeiden will. Aber selbst als dann die Temperatur des Gehäuses offenbar über 100 Grad Celsius erreicht hat, löst sich das Gehäuse nicht so ohne weiteres. Dirk Wildschrey empfiehlt in seinem Buch, im Kurbelwellenbereich gegen den Ansatz für die Auspuffbefestigung zu klopfen und im Getriebebereich gegen den oberen Stutzen des Kettenschlauchs. Ich halte mich daran, aber mache zunächst nur wenig Fortschritte. Vielleicht klopfe ich nicht beherzt genug, aber ich will auch nichts verkanten oder beschädigen. Wenn man keine Erfahrung mit solchen Demontagen hat, sollte man es erstmal eher vorsichtig angehen. Schließlich kleben hier nicht nur die Gehäusedichtung, sondern auch die Festsitze der Lageraußenringe von Kurbelwellen und Getriebelager und stramm sitzenden Wellendichtringe und verhindern, dass sich die Gehäusehälften leicht voneinander trennen lassen. Im Getriebebereich löst sich das Gehäuse zuerst. Der Kurbelwellenbereich braucht noch etwas Nachdruck. Um das Kurbelwellenlager herum heize ich sicherheitshalber nochmal nach, denn mittlerweile ist das Gehäuse wieder deutlich abgekühlt. Der ganze Prozess dauert nun schon so lange, dass sich sicher auch der Außenring des Kurbelwellenlagers miterwärmt hat und wir erreichen nicht den Temperatur- und Ausdehnungsunterschied, den wir für eine ordentliche Demontage brauchen würden. Im massiven Bereich des Zentrierbolzens treibe ich einen Holzkeil ein, um von hier aus den Druck gegen das Kurbelwellenlager zu vergleichmäßigen und nicht zu verkanten. Und wieder heize ich ordentlich nach und habe damit letztendlich auch Erfolg. Die Gehäusehälfte ist frei und kann abgenommen werden. Auf den ersten Blick hat das Gehäuse keinen Schaden genommen. Jetzt sehe ich zum ersten Mal auf das Innenleben von Kurbelwelle und Getriebe. Die beiden Lager oben auf den Getriebewellen und das große Lager auf der Kurbelwelle sitzen noch an ihrem Platz. Wenn ich Dirk Wildschrey glauben darf, dann ist das schon ein Indiz dafür, dass wir alles richtig gemacht haben. Zur Orientierung, wir schauen hier gegen die rechte Motorseite. Vorne am Motor ist hier rechts auf dem Bildschirm. Was wir am Bildschirm oben bzw. unten sehen, ist auch am Motor oben bzw. unten. Für die, die das auch so noch nicht gesehen haben, wollen wir die Teile, die wir sehen, auch mal beschreiben. Da ist unten der Schaltautomat, der mit seinem Zahnsegment die Schaltwalze, rechts unten daneben, bewegt, um die Gänge einzulegen. Er wird von unserem Schalthebel auf der linken Motorseite über die Schaltwelle bewegt. Darüber sehen wir die Abtriebswelle, auf der das Ritzel sitzt, über das die Kette das Hinterrad antreibt. Rechts daneben befindet sich die Antriebswelle, die von dem großen Primärzahnrad auf der anderen Motorseite angetrieben wird, wenn die Kupplung eingerückt ist. Und dann sehen wir ganz vorne das Herz des Motors, die Kurbelwelle mit ihrem Pleuel.
über der im zusammengebauten Zustand der Zylinder mit seinem Zylinderkopf thront. Hier vom rechten Kurbelwellenende hatten wir die Lichtmaschine und die Zündung demontiert. Unten, also auf der linken Seite des Motors, treibt die Kurbelwelle direkt die Kupplung an, die hier auch gleichzeitig als Schwungmasse des Motors dient. Das ist eine technische Besonderheit von MZ-Motorrädern. Die allermeisten anderen Motorräder haben ihre Kupplung vor dem großen Primärzahnrad, also direkt auf der Antriebswelle des Getriebes, weil sie dort viel langsamer laufen kann.